So if I would ask you if you ever got an experience with moth, would you have one? Wenn ich euch fragen würde, ob ihr schon mal Erfahrungen gehabt habt mit Motten, würdet ihr euch dann wünschen, solche zu haben? Because I myself got one, and maybe not even one, and it was not so easy. Ich hatte schon Motten bei mir und es waren vielleicht mehr als eine und es ist nicht so einfach. And it goes like this. One day you go to your kitchen and you see some moth on the ceiling. Und es funktioniert so, ihr geht in die Küche und dann seht ihr da einige Motten. Okay, you take them out. Und ihr macht sie weg. Okay, it's gone. The next day you come into your kitchen, you see a few moths on the wall, maybe one on the table. Und dann seht ihr, ach, die sind weg und am nächsten Tag kommt ihr wieder in die Küche und dann sind wieder irgendwo Motten. And you keep on putting them away. Und ihr versucht sie immer wieder wegzubekommen. But they keep on coming back. Aber sie kommen immer wieder zurück. So why in the world am I telling you the story about moths? Warum sage ich euch jetzt diese Geschichte über die Motten? It is because moths are sometimes like our thoughts. Weil Motten sind manchmal wie unsere Gedanken. There are some that we don't really like. Es gibt solche, die wir nicht wirklich mögen oder brauchen können. And they keep on coming. Und die kommen ständig zurück. And we keep on putting them away. Und manchmal kämpfen wir dagegen und versuchen, die loszuwerden. But they keep on coming. Und die kommen immer wieder. So what do we have to do? Was müssen wir tun? We have to find the source. Wir müssen die Quelle finden. Wo kommen die Motten her? So what about this old box somewhere down in the shelf in your kitchen where the moths are inside? Da ist vielleicht so diese ältere Schachtel da in der Küche, irgendwo in einer Lade weiter unten, wo diese Motten jeden Tag herauskommen. And so is with our thoughts. Und so ist es mit unseren Gedanken. Sometimes there are lies that we believe in. Manchmal gibt es so Lebenslügen, an die wir glauben. And they keep on coming. Und die sind verborgen, aber irgendwie kommen ihre Auswirkungen immer wieder zum Vorschein. And I agree that it's not easy to get rid of them. Und ja, es ist nicht einfach, sie unbedingt loszuwerden. But if you find the source, you can get rid of them. Aber wenn ihr die Ursache findet, wo das herkommt, dann könnt ihr das loswerden. So what would be the source? Und ja, was sind diese Ursachen? If these are lies, then the source will be truth. Also, wenn diese Dinge eben Lügen sind, dann ist die Lösung für das Problem die Wahrheit. And there is a beautiful quotation that you can find in the book of John in the Bible. Und im Johannes-Evangelium in der Bibel findet ihr einen schönen Vers. And it says that the truth will set you free. Und dort heißt es, die Wahrheit wird euch frei machen. So as we go through today's lecture, und wenn wir heute durch den Vortrag gehen, we're going to mention few thinking patterns. Werden wir einige unserer Gedankenmuster durchbesprechen. And if any of those examples you will find yourself, write it down. Und wenn ihr euch bei einem oder dem anderen Beispiel wiederfindet, dann schreibt euch das mit. That will help you to get to the source and to find the negative thoughts. Es wird euch helfen, wirklich die Ursache zu finden und etwas zu verändern. And you might also wonder, why there is so much of thinking patterns? Why do we speak about thoughts? Und ihr fragt euch vielleicht, ja, warum sprechen wir über Gedanken? You know, our thoughts, they create how we feel, what we feel, how we behave. Unsere Gedanken sind die Ursache für das, was wir fühlen, wie wir uns verhalten. And there is also another quotation. Und es gibt noch ein anderes Zitat. It's from a very wise man, from Solomon. Das kommt von einem sehr weisen Menschen, von Salomo. It comes from Proverbs. Aus den Sprüchen. And it says, dort heißt es, as a man think in his heart, so wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so is he. So ist er. So, take a notebook, take a pen, and if you find yourself somewhere in those examples, just write it down. Holt euch euren Notizblock, einen Stift und wenn ihr euch hier dann wiederfindet, dann könnt ihr euch das auch erarbeiten.
So the first thinking pattern we will discuss is all or nothing thinking. Das erste Gedankenmuster, das wir besprechen, ist das Denken, alles oder nichts. Imagine you go on a highway Jetzt stellt euch vor, ihr fährt auf einer Autobahn and there is a curve to the right. und dann ist da so eine Rechtskurve. Well, you can choose either right or straight. Du kannst dich entscheiden, nach rechts oder gerade. No other option. Keine andere Option. And so it will be with all or nothing thinking. Genauso ist es auch mit alles oder nichts. There is a story about Fred. Es gibt eine Geschichte über Fred. Fred was already retired, Fred war schon in Pension. so we could think or assume that he has a lot of time, but he was very busy. Man könnte meinen, er hat viel Zeit, aber er hatte sehr viel zu tun. I think many people that are retired are really busy. Ich denke, dass sehr viele Leute, die in Pension sind, recht viel zu tun haben. And so was Fred. So auch mit Fred. And every time he entered his garage, he would stumble over different boxes and tools and stuff every time. Und jedes Mal, wenn er in die Garage ging, ist er gestolpert über irgendwelche Dinge, die da rumlagen. And every time he would get angry and say, I need a one day or one weekend to clean it. Und jedes Mal hat er sich geärgert und gedacht, oh, ich brauche mal einen ganzen Tag oder vielleicht sogar eine Woche, um das endlich mal aufzuräumen. But I don't have that much time. Aber so viel Zeit habe ich einfach And nicht. it took him more than a year. Und es hat mehr als ein Jahr gedauert. But what could he do? Und was könnte er tun? Well, probably every day for 5 minutes he could pick one box and just put it away. Ja, vielleicht hat er jeden Tag 5 Minuten Zeit und nimmt zumindest einmal eine Box und räumt die weg. Or take half an hour and clean up different tools, order them. Oder vielleicht eine halbe Stunde mal oder eine Stunde sich mal Zeit nehmen, eine Box aufräumen und Step by step. Schritt für Schritt. Another story. Eine andere Geschichte. Susanne, Susanne she was on a diet wollte abnehmen and one day she went for a party und dann ging sie mal zu einer Party and there was a cake on the table und da war ein Stück Kuchen and she was tempted to have it. und sie war sehr versucht, auch von dem Kuchen zu haben So she took a piece of it und holte sich ein Stück and as she has finished this piece, und als sie fertig war mit dem, she felt so guilty, fühlte sie sich unheimlich schuldig. so upset with herself. Sie hat sich so über sich selbst geärgert. And she thought, well, as I got this one piece, I can already eat the whole cake and all the other snacks. Und dann sagte sie sich, naja, jetzt ist es auch schon egal, ich kann gleich aufgeben und den ganzen Kuchen essen. So the diet doesn't matter. Und sie hat einfach ihren Vorsatz über Bord geworfen. Well, that's not true. Stimmt nicht. After one piece, you can still say pass. Nach einem Stück kannst du sagen, Es war gut, passt. So what would this all or nothing thinking leads us to? Wohin führt uns dieses Alles- oder Nichts-Denken? Low self-esteem, Zu einem niedrigen Selbstwert procrastination, oder dass wir auch aufschieben. unfinished tasks, Kann sein, dass wir einfach die Dinge nicht zu Ende führen and then your papers are just piling up und das wird immer mehr and you have more work. und ihr habt dann noch mehr Arbeit Exaggeration, oder man übertreibt. well, even suicide thoughts, Es kann auch sogar zu Suizidgedanken führen, discouragement, dass man einfach entmutigt ist. from all this all or nothing thinking. All diese Folgen von dieser Lüge, And you will see they will be coming more often and they will repeat. und ihr werdet sehen, genau diese selben Folgen werden sich immer wieder wiederholen. So what can we do to avoid it? Was können wir tun, um das zu vermeiden? Well, we can try to catch this thought Wir können versuchen, diesen Gedanken zu fangen and be careful to make these statements that you need all or nothing. und wir sollten Acht geben auf diese Aussagen oder auch Dinge, die wir uns selbst sagen, alles oder nichts. More you think about that, more aware you are. Je mehr wir darüber nachdenken, desto bewusster wird uns das. Try to write down this thought, Versucht euch diese Dinge aufzuschreiben. then change it. Wenn euch jetzt auch etwas in den Sinn kommt und dann könnt ihr die Wahrheit dazu schreiben und es gleich korrigieren. And don't be like Fred, Und seid nicht so wie der Fred. set reasonable goals.
Setzt euch vernünftige, erreichbare Ziele. Do things step by step. Macht die Dinge Schritt für Schritt. Okay, let's go to the next one. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Generalization. Verallgemeinerung. So that is when we imagine, we perceive a global pattern like on a basis of single experience. Wir haben zum Beispiel eine einzelne Erfahrung gemacht und wenden das auf die Allgemeinheit an. Es war einmal so, es wird immer so sein. So imagine you just cleaned your car. Du hast zum Beispiel dein Auto gerade It's gereinigt. shining. Es blitzblank. You went to work. Du gehst zur Arbeit You went out of the office. und kommst aus dem Büro You zurück. look at your car, Du siehst auf dein Auto and the bird pooped on your windshield. und der Vogel hat dort etwas hinterlassen. You get angry. Auf deiner Windschutzscheibe und du ärgerst It dich. always happens to me. Passiert immer mir. Well, that's a lie. Das ist eine Lüge. Be honest with yourself. How many times it happened to you? Sei ganz ehrlich, wie oft ist dir das passiert? One time in this year? Vielleicht 2 times? zum ersten Mal heuer oder vielleicht zweimal. Be careful. Pass auf. What about going for a vacation? Oder du gehst zum Urlaub, You have 7 days. du hast 7 Tage Urlaub For 3 days it's raining. und 3 Tage davon sind verregnet. 4 days are more sunny. Die 4 anderen sind recht sonnig. But you come back and you say like, oh, the weather was so bad. It was raining almost all the time. Und du kommst vom Urlaub zurück und die Leute fragen, und wie war der Urlaub? Oh, es war so schlimm, es hat die ganze Zeit geregnet. It's not true. Stimmt nicht. Well, there was some rain, but there was also some sun. Ja, es hat auch mal geregnet, aber es war auch Sonne. You know what is interesting is that people who are depressed, they tend to think more into this direction. Personen, die Depressionen haben, tendieren mehr in die Richtung zu denken. They would tend to remember these rainy days instead of the sunny days. Sie erinnern sich mehr an die Regentage als an die Sonnentage. It is often also because we will have some expectations. Das passiert oft auch, weil wir gewisse Erwartungen haben. You know, when you want to invite some of your friends for a meeting Wenn ihr eure Freunde einladen wollt zu einem Treffen and you expect everybody to be there. und ihr erwartet, dass alle da It's sind. your birthday party. Es ist für euren Geburtstag And then one person or two, they cannot come. und 1 oder 2 Leute können nicht kommen But you are so disappointed. und du bist so enttäuscht And you said that this whole party was a mistake. und du sagst, ach, die ganze Party And nobody came. war ein Fehler und keiner kam wirklich, es hat niemanden wirklich interessiert. But it's not true. Aber das stimmt nicht. What about having some worse experiences in life? Wie ist es mit schwierigeren Situationen im Leben? Maybe you experienced mobbing Vielleicht hast du Mobbing erlebt in your school, in deiner Schule maybe at your workplace. oder in der Arbeit You are not treated well. und sie gehen nicht so nett mit dir um. And as somebody tells you to change the job, maybe change the school, Und jemand sagt dir vielleicht, naja, geh mal in eine andere Schule oder mach eine andere Arbeit. you say, no, it will be like this everywhere. Und I know. Und du sagst, naja, das wird überall dasselbe sein, ich weiß schon. But how do you know? Woher weißt du das? You don't. Du weißt es nicht. Our bad experiences, sometimes they will shape us so that we will generalize. We think that everything now is like this. Unsere schlechten Erfahrungen können uns prägen und können uns dazu bringen, dass wir verallgemeinern. This relationship didn't work out. Diese Beziehung hat nicht funktioniert. He cheated on me. Er hat mich betrogen. I'm never gonna try again. Ich werde es nie mehr versuchen. It's gonna be like this every single time. Es wird jedes Mal so sein. But you don't know that. Das weißt du aber nicht. So, what are the effects, the negative effects of generalization? Die negativen Auswirkungen von dieser Verallgemeinerung, was ist das? Do you still remember those from All or Nothing? Wisst ihr noch, was da die Folge war? Well, here we can add some things. Ja, jetzt können wir noch einiges dazufügen. Fear of rejection, Wir haben jetzt Angst, dass man uns ablehnt, fear of trying new things, Angst,
neue Dinge auszuprobieren. Unnecessary suffering. Wir leiden einfach unnötig. We suffer because we think something will happen. Wir leiden, weil wir glauben, es wird etwas passieren. Anger. Wir sind auch wütend. We get angry on all the birds in the world. Wir können uns über alles ärgern. Depression. Wir werden depressiv. Maybe desperation. Vielleicht sind wir auch wirklich hoffnungslos, ja, verzweifelt. A feeling of hopelessness. Ja, hoffnungslos. Because we cannot change things. Weil wir können die Dinge nicht ändern. Mm-hmm. So what is important here? Was ist jetzt hier wichtig? And try to remember that. Und versucht euch daran zu erinnern. Don't generalize on few things. Nehmt nicht eine Situation und verallgemeinert es auf alles und immer. If something happened to you once, twice, or maybe even 10 times. Wenn euch einmal was passiert ist, vielleicht auch 10-mal. Maybe you went through some terrible mobbing in your workplace. Vielleicht war das Mobbing wirklich ziemlich ungut in der Arbeit. But try not to generalize. Aber es ist nicht fair zu verallgemeinern. Because it doesn't mean that it will be like this always. Weil es muss nicht heißen, dass es immer so sein wird. And remember that generalization Und erinnert euch, die Verallgemeinerung is not a fact. ist nicht ein Faktum. It's a hypothesis. Es ist eine Hypothese und eigentlich eine Lüge. So you need more facts to make a statement. Man braucht mehr Fakten, um eine Aussage machen zu können. So yeah, don't believe in the lies. Glaubt also nicht den Lügen. And let's go to a third point. So wollen wir zum dritten Punkt kommen. Negative filters. Die negativen Filter. It's when we focus almost exclusively on negative things. Das ist, wenn wir fast exklusiv auf negative Dinge filtern. And we neglect all that is positive. Und all das, was gut ist, wird außer Acht gelassen. And there is a situation. Und da war die Situation. Imagine the lady that got promoted at work. Stellt euch vor, die Dame, die She got promoted. ja, sie hat in der Arbeit eine Beförderung bekommen. And then she was invited for a meeting and she was about to give a speech. Und sie war eingeladen worden zu einem Meeting und sie sollte jetzt eine Rede halten. And she was so happy, so excited. Und sie hat sich so gefreut. She went before and bought a new dress for herself. Und sie hat sogar ein neues Kleid gekauft dafür. Because she knew that she worked hard for this. Weil sie wusste, sie hat wirklich hart gearbeitet And she dafür. knew that she deserved this Und promotion. sie wusste auch, dass sie diese Beförderung verdient hatte. And after the speech, Und nach der Rede everybody came to her. Congratulations, it was great. haben die Leute ihr gratuliert und gesagt, es war toll. And she was so happy. Und sie hat sich so gefreut. And then she came back home. Und dann kam sie nach Hause And she looked in the mirror. und sah sich im Spiegel And then she saw that on her back there was this price tag. und sah, dass am Rücken hat sie noch das Preisschild. She didn't take it away. Sie hat es noch nicht weggenommen. And she got desperate. She started to cry. Und sie hat begann zu heulen und war verzweifelt. And she said that, yeah, they all were so happy with me just because they had a pity with me. Und sie sagte ihr, die haben sich alle bedankt, nur weil aus Mitleid. Well, that's not true. Das stimmt nicht. She was just good with her speech and with her work. Ihre Arbeit war gut, ihre Rede war super. Of course, it would be better if somebody would tell her, like, hey, you got a price tag, take it off. Sicher wäre es ganz nett gewesen, wenn jemand gesagt hätte, du hast noch das Preisschild da, das kann ich dir da helfen, das Yeah, so wegzumachen. tell people when you see it. Also sagt den Leuten das, wenn ihr sowas seht. But what I mean is that the whole beautiful experience she earned, she just looked through this negative filter of a price tag. Aber ja, die ganzen schönen Dinge, die sie erlebt hat, und sie sieht nur diesen negativen Filter von dem Preisschild. And you know, we put many glasses on ourselves. Und wisst ihr, wir haben so manche Filter oder so Brillen, die wir auch manchmal Sometimes they aufsetzen. are broken. Und manchmal ist die Brille kaputt. We think that people compliment us out of pity. Und ja, wir glauben, die Leute geben uns Komplimente aus Mitleid oder. And
when we do some paperwork and somebody will just tell us, oh, there was just one mistake, but the rest is good. Und dann hast du vielleicht eine Arbeit geschrieben und dann sagt dir jemand, da ist noch ein Fehler, aber das andere ist alles ganz gut. What we do, we just focus on this one mistake. Und dann schauen wir diesen einen Fehler und es ist alles schrecklich. Because we just filtered it. Weil wir das negativ filtern. What about taking feedback from people? Oder ein Feedback. You know, when somebody comes to you and tells you like, hey, I do appreciate what you said, but this one thing, you know, I felt a little bit hurt by this. Vielleicht gibt jemand dir ein Feedback und sagt, du, das, was du gesagt hast, das war echt toll, aber da war ein Punkt, das könnte man anders sagen. And, well, that's a feedback, it's not a criticism. Das ist ein Feedback, das ist keine Kritik. And we need to understand that there is a difference between these two. Und das ist ein Unterschied, das ist nicht dasselbe. So we got a feedback and then we took it all so personally. Wir bekommen Feedback und nehmen es so persönlich. And we get angry. Und wir werden wütend. And our self-esteem drops. Und ich bin nichts wert. And it's interesting, it often happens among families. Und das passiert oft in der Familie. Between spouse. Zum Beispiel zwischen Partnern. Or between parents and kids. Oder auch zwischen Eltern und Kindern. You know, one go to another and tells like, hey, you know, like when you do that, I don't like it. Der eine geht zum anderen und sagt, du, wenn du das machst, ich mag das nicht. And we just get angry. Then I will not do it at all. Und dann werden wir wütend und sagen, ja, können damit nicht umgehen. Yeah, but why? Warum? You know, maybe we can really think that, okay, there was this one thing that was bad, but let's try to focus on the positive thing and maybe work on the change. Vielleicht gibt es wirklich einen Faktor, der nicht so gut ist, aber das heißt ja nicht, dass ich als Person nicht mehr geschätzt werde. And there was well, I cannot say experiment. It was a plan, 14 days long plan. Es war ein Plan, der 14 Tage gedauert hat. That people cannot say any negative thought. Und das war so ein Versuch. Und es ging darum, die Leute sollten 14 Tage keinen einzigen negativen Gedanken ausdrücken. They can say only what's positive. Sie dürfen nur über Dinge reden, die positiv sind. So it's not allowed to have this negative filter. Sie durften keinen negativen Filter haben. If they thought something was bad, they had to dig deep for this one positive thing. Und das war im Rahmen einer Therapie und das ging so nicht nur über das, worüber sie sprechen, sondern es ging auch um ihre Gedanken. Sie durften nichts Negatives denken. So, those people after 14 days, und nach 14 Tagen, they spotted a change. Hat man eine deutliche Besserung gesehen. Because gratitude, it has a healing power. Weil Dankbarkeit hat eine heilende Kraft. Try that. Ausprobieren. 14 days. Don't speak any negative thought. 14 Tage, keine negativen Gedanken. Just true things. Nur das, was wahr und schön ist. Maybe it will work for you. Vielleicht wird es auch für dich einen Erfolg bringen. Okay, let's go to the fourth one. Der vierte Punkt. Mind reading. Gedanken lesen. Oh, I know what you mean. Oh ja, ich weiß schon, was du denkst. Yeah, and I guess these people there, they're laughing about me. Und die da drüben, die so lachen, die lachen sicher über mich. Because they're just whispering. Die sind so am Flüstern. And they probably think I'm a loser. Und wahrscheinlich denken sie gerade, naja, ich bin so ein komischer Vogel oder... Or we come and we say to somebody like, oh, you say this just because of this or that. Und manchmal glauben wir auch dem anderen nicht und sagen, das sagst du nur, naja, deswegen halt. How many times you said something like this? Wie oft ist euch sowas schon passiert? Or how many times you got this thought? Oder wie oft habt ihr solche Gedanken schon gehabt? Well, there is a story about a couple. Da ist die Geschichte von einem Ehepaar. They were 65 years old. Und sie waren 65 Jahre alt. And one day she served to his husband grapefruit juice. Und sie hat ihrem Mann einen Grapefruitsaft
angeboten. And he told her, well, honey, I don't like grapefruit juice. Und er sagt dann drauf, naja, ich mag diesen Saft nicht besonders. And she got so angry, but for 65 years of marriage, you liked it. Und sie hat die Welt nicht mehr verstanden. Du hast es doch immer gern gehabt. How is it possible that you don't like it now? Wie kann das sein, dass es dir jetzt nicht schmeckt? Well, the few times that you offered this to me, I accepted it, but I don't like it. Und sie sagte drauf, naja, die paar Mal, wo du mir das angeboten hast, habe ich es halt akzeptiert, aber mögen ist was anderes. I like grapefruits, not grapefruit juice. Die Grapefruit als Frucht mag ich, aber den Saft daraus brauche ich nicht. So, the communication with a careful listening to another person is a key to avoid this trap. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir rückfragen, uns austauschen, ehrlich und offen kommunizieren. So, what can we do? What else can we do to get off this mind reading? Und wie können wir das loswerden? Well, try to avoid putting your words into somebody else's mouth. Und vermeidet es zu sagen, naja, der denkt so und so über die Sache. Ja. Yeah, when you assume that somebody thinks that way or is gonna do things that way, it's just what you assume. Es ist eine reine Annahme und ist oft auch eine Lüge. Then remember to ask others, what do you think? Also fragt jemanden, was denkst du? Then you will be able to learn the face expressions. Dann kannst du auch vielleicht den Gesichtsausdruck anders deuten. And just get to know the person more. Und dann lernst du die Person auch besser kennen. But still, it doesn't mean that in every single experience you will be right. Und trotzdem, immer noch, auch wenn du den anderen besser kennst, heißt es nicht, dass du immer recht hast und dann irgendwann anfangen darfst mit Gedankenlesen. And then listen to people. Und zuhören. Don't guess what they think. Nicht vermuten, was sie denken. Because they can have very serious look, Sie können manchmal sehr ernst reinschauen, but they can have very warm heart. aber das Herz ist sehr warm. So, it might be misleading. Das kann uns oft auch wirklich auf die falsche Spur bringen. So, communication. Also Kommunikation. And that way we will avoid this lie. Und dann können wir diese Lüge verhindern. Let's go to another one. Gehen wir zum nächsten Punkt. Future prediction. Die Zukunft voraussagen. Have you ever thought in a way like, oh, I'm gonna fail this exam? Habt ihr schon mal so gedacht, ich werde sicher durchfallen bei dieser Prüfung? I don't even go for this interview because I'm sure I'm not gonna get this job. Ich werde nicht einmal zu dem Vorstellungsgespräch gehen, weil ich werde diese Arbeit nicht bekommen. And this meeting that is gonna be on Friday at work is gonna be disaster. Und ja, dieses Meeting am Freitag an der Arbeit wird eine Katastrophe. I can already imagine that there will be this lady that I don't really like. Ich weiß schon, dass diese Frau dabei sein wird, die ich nicht ausstehen kann. And she's gonna complain about Sie everything wird sich über alles beklagen and about everybody. und über jeden. And I will just sit there and I will just feel bad. Und ich werde dort im Boden versinken wollen. And today is Tuesday, right? Heute ist Dienstag, ja? So if I start today, then I have like 4 days still Und wenn ich jetzt anfange, dann habe ich noch 4 Tage bis dorthin, to stress myself about this Friday meeting. Um mich zu ärgern über dieses Meeting am Freitag. And when Friday comes, Und dann kommt der go Freitag, to work, ich gehe zur Arbeit go to the meeting. zu dem Treffen. Meeting is 15 minutes long. Und das Treffen ist relativ schnell, 15 Minuten. No complaints. keine Klagen. The lady is not even there. Diese eine Frau ist nicht einmal da. You actually got some compliments from your boss. Du hast sogar Komplimente bekommen von deinem Boss. The meeting was great. Es war super. Well, you just wasted 4 days. Ja, du hast 4 Tage verschwendet. For 4 days, you've been stressed about things that didn't happen. 4 Tage Stress über Dinge, die gar nicht passiert sind. That was a lie. Es war eine Lüge. You just believed in lie and it affected you. Du hast einfach einer Lüge geglaubt und es hat dir so zugesetzt. And we could make another lecture about how stress affects us. Und wir können noch einen Vortrag machen über den
die Auswirkungen von Stress auf uns. but I guess everybody already experienced this. Die meisten von uns haben das auch schon mal erlebt selbst. So it's important to not predict the future. So ist es wichtig, dass wir die Zukunft nicht voraussagen. You know, there are two options. Wir haben zwei Optionen. It will either leads you, this too much suffering, this 4 days of suffering, they will lead you to the situation that didn't happen. Diese 4 Tage von Leid und dann die Situation, die gar nicht passiert ist. Or there's another option, Oder die andere Option, that this situation actually happens. das ist wirklich so zugetroffen. But instead of worrying for 4 days, you can just go through this one meeting. Aber anstatt, dass du dir 4 Tage darüber dich zermalmst, gehst du zu dem Meeting und es ist halt jetzt die Zeit. And you will save yourself some stress. Und du kannst dir so viel anderen Stress ersparen. So what are the negative effects of future prediction? Und ja, was sind jetzt die negativen Folgen davon, von der Zukunft voraussagen? We believe in fate, Wir glauben an so ein Schicksal and we develop negative attitude towards the world. und wir entwickeln eine negative Einstellung zur Welt. We look through pessimistic filters. Wir schauen auch durch negative Filter. Our relations get weaker Unsere Beziehungen zueinander werden schlechter, because we predict that somebody will maybe cheat on us, weil wir wissen schon, irgendwer wird mich betrügen oder that we cannot trust another wir person. können den anderen gar nicht mehr vertrauen. We tend to fall into addictions, Wir können auch in Süchte hineingeraten, divorce, eine Scheidung, sickness, wir können krank werden, financial losses. wir können auch finanziellen Verlust erleiden. You know, when you predict that somebody is going to come to your house and rob it, Wenn du schon vorher sagst, dass es wird sicher jemand in mein Haus kommen und mich ausrauben, you buy all these new security cameras, du brauchst diese ganzen Sicherheitsvorrichtungen build up fences. und Zäune und Kameras und Well, maybe somebody will come, ja, vielleicht kommt wirklich mal jemand. but perhaps you don't need to spend that much and expect this to happen. Aber einfach so viel auszugeben und auch diese Erwartung, dass das passieren wird. But again, we have to be balanced. Wir müssen aber auch ausgewogen sein. Of course, we need to be careful of. Ja, wir müssen auch mal achten auf die Dinge. Ja, das passt schon. Yeah, let's go to the next one. Gehen wir zum nächsten Punkt. Labeling. Etikettieren. And there is a wonderful question. Da gibt es eine wunderbare Frage dazu. I read it just a few days ago, actually. Ich habe es erst vor einigen Tagen gelesen. How many legs does dog have? Wie viele Beine hat ein Hund? If you call his tail a leg. Und zwar dann, wenn du seinen Schwanz ein Bein nennst. I would love to see faces right now. Jetzt würde ich gerne eure Gesichter sehen. 4 or 5? 4 oder 5? Well, 4. Naja, immer noch 4. Because if you call tail a leg, Weil wenn du den Schwanz als ein Bein bezeichnest, it doesn't make it a leg. ist es ja nicht ein Bein. And so it's with labeling. Und so ist es auch mit Etikettieren. Maybe you heard in your childhood that you are stupid. Vielleicht hast du in deiner Kindheit mal gehört, naja, du bist aber dumm. You will never achieve anything. Aus dir wird nichts. You will never get any job. Du wirst nie eine gute Stelle haben. And then you believed in it. Und du hast es geglaubt. And you lived it through the whole life. Und du hast es dein ganzes Leben auch so gelebt. But you know, the fact that somebody said this to you, Aber die Tatsache, dass das irgendwer mal gesagt hat, it doesn't make you that person. heißt nicht, dass du das dann bist. You know, if we call tail a leg, it doesn't make it a leg. Nur weil wir einen Schwanz ein Bein bezeichnen, ist es noch nicht so. It happens so often to us. Das passiert uns so oft. We label ourselves. Wir etikettieren uns auch selber. I'm not worthy. Ich bin das nicht wert. I will not get through this job. Ich werde diese Arbeit nicht schaffen.
I don't know so many things. Das sind so viele Dinge, die ich nicht weiß, nicht kann. Or maybe you label other people. Oder wir etikettieren andere We see Leute. somebody walking on the street, Wir sehen, dass jemand hier geht and as they take out their hands from their pocket, und sie geben die Hände einmal aus der Tasche raus a paper falls on the und es ground, fällt ein Taschentuch aus der Tasche auf and den we Boden immediately label the person. und schon haben wir ein Etikett an diese Person. Oh, he makes mess everywhere. Naja, der hinterlässt überall seinen Müll. He never learned how to clean. Er hat wohl noch nie gelernt, wie man aufräumt und sauber macht. What if the person didn't even recognize that the Nee. paper was falling on the ground? Vielleicht hat die Person das nicht mal bemerkt, dass was rausgefallen ist. It's so easy for us to label, Es geht so schnell, dass wir etikettieren. but it's also easy to absorb the labels. Und es ist auch ganz einfach, diese Etiketten auf uns aufzunehmen. But these are lies. Das sind aber Lügen. You know, even if you make a mistake, Auch wenn du einen Fehler machst, well, everybody does. kann jedem mal passieren, It does not mean that you're a failure. heißt nicht, dass du ein Versager bist. It only means that you made a mistake. Das heißt nur, da hast du einen Fehler gemacht. You can work over, Du kannst drüber hinwegarbeiten, du kannst daraus lernen, change it, take a lesson. etwas verändern daran. So what you did, it doesn't mean that you are that way. Was du getan hast, heißt nicht, dass du so bist. And there was another quote, Und ein weiteres Zitat, and that was from David Burns. das kommt von David Burns. Yeah, what he said is that if he would put it how we are, he would not say that we are a statue, but that we are a river. Und der sagte, wir sind nicht eine Statue, sondern eher wie ein Fluss, Because we are changing. weil wir uns verändern. And if somebody named me in my childhood, well, it's already gone. Und wenn jemand in meiner Kindheit etwas gesagt hat, ach, das ist schon lange vorbei. I had a change. I had a chance to change. Ich hatte Gelegenheit zu verändern, zu wachsen. Well, sometimes we don't take a chance. Manchmal aber nehmen wir diese Möglichkeit nicht in Anspruch. But life is a process. Aber das Leben ist ein Prozess. So don't believe in the lies that somebody put it on you. Glaubt den Lügen nicht, die jemand euch sagt. And be careful with what you say to other people. Und passt selber auf, was ihr anderen sagt. Because maybe you will label somebody. Weil vielleicht seid ihr selbst die, die andere etikettieren. It works both ways. Das geht in beide Richtungen. So let's go to another point. Jetzt wollen wir zum nächsten Punkt gehen. Discounting positives. Und zwar, dass man alles für selbstverständlich erachtet. Alles, was positiv ist, so niedermacht. And this disorder, because we could say it's a cognitive disorder, Und diese Störung, man kann das als eine kognitive Störung erachten, well, these are another thinking patterns that we tend to put on ourselves. auch da haben wir eine gewisse Tendenz dazu. And many times you can see it with moms or wives, Wir sehen das oft auch mit or just Müttern oder parents. Ehefrauen oder überhaupt Eltern. They would say like, oh, the fact that I do sandwiches for my spouse and for my kids, it doesn't matter. Every mom does it. Und ja, also kann sein, dass eine Mutter sagt, naja, jede Mutter streicht ihrem Kind die Pausenbrote oder das ist ja, macht doch jeder. And we discount what we did positive. We don't look at this. Wir machen das runter, das, was wir eigentlich an positiven Dingen machen. And maybe you got promoted at work, Und vielleicht wurdest du befördert in der Arbeit, but not for a manager, but to assistant of manager. vielleicht nicht der Manager, aber der Assistent davon. And you said like, well, that doesn't matter. Und du sagst, naja, das ist ja nichts. I was just working not enough. Ich habe halt einfach nicht genug gearbeitet. So I don't want this job. Ja, ich mag diese Arbeit eigentlich nicht. And you neglect all the work that you put it into this Und du promotion. verachtest eigentlich all die Arbeit, die du investiert hast,
um diese Beförderung zu bekommen. but you really did your best. Und du hast auch wirklich dein Bestes gegeben. So maybe you can just continue. Maybe you need more time to get there. Und vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen mehr Zeit und du kommst dann auch zur nächsten Position. We already said before to go step by step and to set realistic goals. Wir sollten uns ja auch Schritt für Schritt und realistische Ziele setzen. And if you didn't get what you wanted, just keep on going. Und wenn du nicht das bekommen hast, was du wolltest, dann geh einfach weiter. You know, there was a story in the Bible about Israelites going through the desert, Da war die Geschichte in der Bibel von den Israeliten, die durch die Wüste gingen. and it took them so many years. Und es hat so viele Jahre gedauert. But you know, it's amazing because every time they needed something, God provided it for them. Und unglaublich, jedes Mal, wenn sie etwas gebraucht haben, hat Gott dafür gesorgt. He even made their shoes not be used so fast. Und sie haben sogar ihre Schuhe 40 Jahre behalten können. Es ist nichts kaputt gegangen. And every time that the problem appeared, Und jedes Mal, wenn das Problem kam, they complained and complained and complained. haben sie sich beklagt und beklagt. Because they forgot, they discounted what good things happened to them before. Weil sie einfach vergessen haben und einfach heruntergemacht haben, all die guten Dinge, die ihnen zukommen. And you know, some people, they will soon celebrate Easter time. Und jetzt haben wir bald Ostern. And maybe you know the story when Jesus was just about to be crucified. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, als Jesus kurz vor der Kreuzigung. What did people do? They shouted, they offended him. Was haben die Leute gemacht? Sie haben geschrien, haben ihn erniedrigt, runtergemacht. They forgot how much he loved them. Sie haben komplett vergessen, wie sehr Jesus sie geliebt hat und wie viel er für sie eingesetzt hat. How many of them he healed? Wie viele von ihnen wurden geheilt? How many from them he comforted? Wie viele hat er getröstet? With how many he spoke the good words? Mit wie vielen hat er das gute Wort geteilt? But still so many forgot. Und so viele haben es vergessen. They discounted what was good. Sie haben alles runtergemacht, was gut war. You know, so what are the results of having this thinking pattern? Was sind die Folgen von dieser Gedankenmuster? You know, our self-esteem drops. Unser Selbstwert wird geringer. You already heard that today. Das habt ihr schon mal gehört. You lack joy in life. Die Freude geht an euch vorbei. Because how can you be joyful if you focus only what's negative? Weil wie kannst du dich freuen, wenn all das Gute kein Grund ist, sich zu freuen? Your motivation decreased. Deine Motivation lässt nach. You decrease your achievements. Du machst herunter das, was du eigentlich erreicht hast, was du kannst. Well, it's a pretty much straightforward way to depression. Das ist ein ziemlich gerader Weg Richtung Depression. And what is interesting is that your actions, they will have more negative effects. Und all unsere Handlungen werden eine verstärkt negative Auswirkung haben. Because as this is in our thoughts, we kind of give it away. So we do some negative effects. Weil es in unseren Gedanken ist und einfach die Auswirkungen hat. And just one more thing we could add to it. Und noch ein Punkt, den wir da noch anführen können. But for this I have a question. Aber dafür habe ich jetzt eine Frage an euch. Are you happy with how you look like? Seid ihr zufrieden mit dem, mit eurem Aussehen? Are you happy with your nose? Gefällt euch eure Nase With your ears? oder eure Ohren I don't know, maybe with your body weight? und vielleicht euer Körpergewicht? You know, so many people, they have distorted image of their bodies. Und sehr viele Menschen haben ein völlig falsches Bild von ihrem Körper. Because they focus only what they don't like. Sie schauen nur auf das eine, was ihnen nicht gefällt. They see only defects.
Sie sehen nur, da und da ist ein Defekt, ein Fehler. Where does that lead them to? Und wo führt das dann hin? Low self-esteem, Wieder, ich bin nichts wert. excessive and unhealthy slimming, Kann auch in manchen Problemen dann in ungesunde Gewichtsabnahme oder Essstörungen führen. You know, there was a study made among students. Man hat eine Studie gemacht bei Studenten 85% of students, und 85% der Studenten they were not satisfied with their body image. waren unzufrieden mit ihrem Körper. They wanted to achieve this model look. Sie wollten so aussehen wie ein Model. But because of our body's proportions, Aber aufgrund der Proportionen von unserem Körper, because we are created very unique, weil jeder von uns einzigartig gemacht wurde, only 3 to 5% of those students, nur 3-5% dieser Studenten they would be able to achieve this model look. würden so aussehen wie ein Model. It's not even real. Es ist also völlig unrealistisch. It's a lie. Es ist eine Lüge. So, what are other effects then of distorted body image? Was sind andere Effekte von dem schlechten Körperbild? Well, falling into anorexia or bulimia, Ja, also Anorexie oder Bulimie. having fear of changes, Oder man hat auch Angst vor Veränderung. and putting extreme efforts to achieve goals that are not real. Und wir setzen enorm viel ein, um etwas zu erreichen, was völlig unreal ist. So, how do you see your body? Wie siehst du also deinen Körper? What do you focus on? Wo ist dein Fokus? You know, as we just went through all this, Jetzt, wie wir durch all diese Punkte gegangen sind, I hope you did some notes. hoffe ich, dass ihr euch ein paar Dinge notiert habt. And all those thoughts that you wrote down, Und all die Gedanken, die ihr euch jetzt aufgeschrieben habt, all those lies, alle die Lügen, die ihr vielleicht entdeckt habt oder noch entdecken werdet, wenn ihr drüber nachdenkt, now you have to put work to changing them. jetzt geht es darum, euch zu investieren, um diese Dinge zu verändern. So, how to gain a victory over negative thinking patterns? Wie kann ich jetzt den Sieg erringen über diese negativen Gedankenmuster? Recognize the thought that you have. Erkenne den Gedanken, den du hast, Then name it. benenne ihn, halt ihn fest And then name the change of this thought. und dann benenne die Veränderung, die Wahrheit And put it into practice. und dann trainieren, üben. And every time this moth will come out, Und immer wenn diese Motte wieder aus ihrem Versteck kommt, go back to the source dann geh zurück an die Quelle and ask yourself, und stell dir die Frage, is it true? stimmt das? Do I have evidence that this is true? Habe ich wirklich Beweise, dass das so ist? Because you need to remember. Weil ihr sollt euch erinnern, And again, there is this quote in the Bible. It's Und- in the book of John, noch einmal dieses Zitat aus dem Johannesevangelium, which says that the truth will set you free. wo es heißt, die Wahrheit wird euch frei machen. So seek for truth. Sucht nach der Wahrheit. Try to find it. Versucht sie zu finden. And I think just to add to it, I could add one more quote. Und ich könnte noch ein weiteres Zitat hinzufügen. I think we will also have it for you to see on a screen. Ihr werdet It's es a bit auch auf dem longer. Bildschirm sehen, es ist ein bisschen länger. And it says that we should fix our thoughts on what is true, Es heißt, wir sollen unsere Gedanken fixieren auf das, was wahr ist what is honorable, und was liebenswert, was ehrbar ist, what is right, was gerecht ist what is pure, und rein what is lovely, und liebenswert what is admirable. und was einen guten Ruf hat. That's where we should focus. Auf diese Dinge sollen wir bedacht sein. And maybe you still remember this short sentence I said about 14 days long experience with positive
experiences to share. Und erinnert ihr euch aus diesem Therapieprogramm, die 14 Tage, wo keine negativen Gedanken gedacht werden sollen? Maybe try that. Vielleicht probier das mal aus. Or try every day write down 3 things that you can be thankful for. Oder, das haben wir auch schon öfters gemacht, jeden Tag 3 Dinge notieren, für die du dankbar bist. Zum Beispiel am Morgen beim Aufwachen. And you know, at Harvard University, there is a department of a gratitude science. Und in Harvard University gibt es eine ganze Abteilung für diese Dankbarkeit. Das ist eine eigene Wissenschaft. Gratitude has a power. Dankbarkeit hat Kraft. It has a power to change these thinking patterns. Hat Kraft, auch diese Gedankenmuster zu verändern. If you just focus on what is true. Wenn du dich auf das fokussierst, was wahr ist. And that's what I wish you. Und das wünsche ich euch.